Und nun mal wieder ein Video von mir. Und damit der Genuss hier nicht zu kurz kommt in den Sommermonaten, ein Video über die Weinwagen bzw. Weinfasswagen von Märklin. Ich hatte die Gelegenheit in den letzten Wochen hier 2-3 Wagen für meinen kleinen Zug zu ergänzen. Und die möchte ich euch nun vorstellen. Die Ursprungsvariante dieser Wagen ist von Märklin die 308 und hier ein Katalogbild aus dem 1954er Katalog. Ich bin früher davon ausgegangen, dass diese Wagen von Märklin eigentlich ein reines Fantasiemodell sind. Ich musste mich mittlerweile eines Besseren belehren lassen. Und Weinfasswagen hat es wohl in diversen Ausführungen auch beim Original gegeben. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht von der Schweizer Seite. Da sind die Bilder urheberrechtsfrei eingestellt und habe euch mal hier 3 verschiedene Varianten dieser Weinfasswagen aus früherer Zeit mal reinkopiert, sodass man auch hier schon sehen kann, dass es beim Original auch schon unterschiedlichste Varianten dieser Weinfasswagen gab. Und interessanterweise gibt es dann bei uns hier auch noch 2 solche Weinfässer bei uns hinten im Schuppen aus der Zeit, als mein Schwiegervater noch Wein selbst produziert hat. Die sind zwar nicht ganz so groß wie die Exemplare, die jetzt hier im Original auf den Wagen montiert waren, aber die Dimensionen sind hier schon ganz ordentlich. Gab da auch noch größere Fässer bei uns. Diese wurden allerdings zwischenzeitlich verkauft. Und das war jetzt auch mal der Grund, warum ich mich mit den Märklin Weinwagen beschäftigt habe. Was uns wieder zu dem Katalogbild von 1954 bringt. Von dem Originalwagen damals die 308. Zu erkennen ist diese Ausführung an den Stummelachsen, gebaut von 1951 bis 1954. Danach wurden dann hier die Nadelachsen eingebaut. Die Fässer selbst waren hier komplett glatt ausgeführt, was sich dann geändert hat bei der 4510. Das ist dann die 4. Variante dieses Wagens, gebaut von 1959 bis 1964. Äußerlich zu erkennen am Typenlaufschild hier die 4510. Und die Fässer haben dann eine leichte Holzstruktur, wobei ich das mal hier nebeneinander gestellt habe. Also wenn das auf der Anlage fährt, ist das absolut nicht zu erkennen. Und diese Holzstruktur ist hier wirklich nur minimalistisch bei der neueren Variante eingeprägt. Den Wagen gab es dann auch als Bausatzwagen mit der Nummer 4910. Gleiche Ausführung, die 4. Variante, dieser hier von 1963, aber auch beschriftet mit der 4510. Und der größte optische Unterschied ist, dass hier die Fassringe sozusagen von den Fässern nicht in schwarz eingefärbt waren. Wenn wir den Wagen dann auf den Boden drehen, haben wir hier ein kleines Schildchen unten drunter. Der Vorbesitzer hat hier wohl den Jahrgang notiert, 1963. Und wir können hier unten sehen an den Kupplungen, dass es sich um die Bausatzvariante handelt, weil die großen Splinte hier zu sehen sind an den Kupplungen, beziehungsweise auch die Befestigung der Kupplungen am Wagenboden ist mit den langen Splinten, die hier nach der Befestigung nicht abgeknipst wurden. Dann gibt es hier meine letzte Variante von der 4510, diese wurde gebaut von 1977 bis 1978, hier aus dem 77er Katalog. Unterscheidet sich dadurch, dass dieses Typenschild an der Seite verändert wurde. Das heißt, es fehlt hier die 4510 und hier handelt es sich dann um die 6. Variante dieses Wagens. Märklin hat dann wohl noch die Basisvariante genutzt, um unter Brimex die Nummer 4546 einen Weinwagen herauszubringen. Dieser entspricht dann wohl der letzten Variante des Märklin-Wagens. Das heißt, auf der Seite die 4510 fällt einfach weg und war damals die erste Variante von dem Brimex-Wagen. Und als zweite Variante von der 4546 hat Märklin dann die Basisvariante nochmal genutzt von der 4510, um für den Orient Express einen Weinwagen zu konzipieren. Märklin hat das ganze Modell dann ein bisschen aufgewertet, passend zum Orient Express, mit sozusagen goldener Schrift auf dunkelblauem Grund. Die Weinfässer haben jetzt hier keine schwarzen Fassringe bekommen, sondern die sind vergoldet, sodass das Ganze hier wesentlich besser zum Orient Express passt. Und das waren dann sozusagen die Hauptvarianten der 308 bzw. 4510. Der erste von 1951 und geändert hat das Ganze dann mit dem Brimex von 1990. Wenn es hier noch weitere Varianten der alten Wagen gibt, irgendwelche Sondermodelle oder ähnliches, dann wäre es klasse, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt. Denn ich habe jetzt erstmal nichts weiteres gefunden. Würde mich nämlich interessieren, den Zug hier noch weiter zu ergänzen. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen und bis demnächst.